Nou, jullie alle waren welkom van jou. En van jou wil we weer gaan in ons Efeesa-series. Veel van jullie hebben mal proef van een kee te reden. Een kou, een oude kou, of vielleicht een beest, hängen abkruipen en met mat vorn. Heb je eens einer wat moet je doen? Je braucht je niet met schämen, oké? Hoeveel van jullie hebben mal proef een kleine kalf te nemen? Oh, dat zijn een paar meer, oké. Hoeveel van jullie hebben mal proef een groot beest of een bal te nemen? Wo schafft het? Nicht so gut, ne? Wenn ein Ball oder ein großes Beist hat viel mehr Kraft, als wir es Menschen haben. Wir haben vielleicht mal alle in so einer Zeit gewesen, wo wir eine große Kraft haben bemerkt, was gerade ist unsere Kraft. Und wir können sein, wo wir stehen für die Kraft. Die größte Kraft, was diese Welt hat von der und da, zum Brücken und Sein, ist die atomic bombs. Und je kan dat vielleicht, wir sind gerade in der Zeit, wo wir 75 Jahre, dat sind von der Zeit, wo die States, die hat die großen Bombs, was über Japan waren gebraucht. Und da waren über 150.000 Menschen, was von diesen zwei Bombs zu Tod kamen. Und von der und da sind die Bombs, die 10 bis 15 Mal so groß sind und so viel Kraft haben, als die Bombs, die in der Zeit waren gebraucht. Und wenn wir dann sagen, das ist vielleicht die größte Kraft, was ein Mensch muss sein kann, das ist eine Kraft, was viel größer ist als die Kraft. Und die Kraft ist Gott seine Kraft. Und so wir wollen von der sein, dieselbe Kraft, was gerade ist die Atomic Bombs, die Kraft, die lebt in uns. So, ich will Ihnen von der Glück sein, was mein Ziel ist, mit von der seine Andacht. Ich will haben, dass die sollen hier mutig wegfahren. Kann ich mich klar verstehen? Nicht mit langem Gesicht, nicht traurig, mutig. Ich will haben, die sollen hier mutig wegfahren, wenn Gott seine Kraft lebt in die. Und das ist nicht eine Ursache, warum wir wollen uns trühen und rohren, wir wollen mutig sein. Mit Kraft leben, mit Freiheit leben und mit Gewinn leben. Aber wir wieder gehen, wir anfangen mit dem Gebet. Gott, wir haben von dir gesungen, wir haben dir Dank gesagt, wegen du hast uns gefällt mit deinem Geist und du wirst uns niemals verloren. Und wir haben gesungen, wir wollen kommen, weiter uns klein weiter die anzubeten. Und wir wollen von dir sein, wo wir clean sind. Thanks dir. Aber deine Kraft, die lebt in uns. Gott, ich bete, dass wenn wir so sind von dir, was vielleicht bedürft sind, zweifeln dann und bedrückt sind und glauben, dass das Wort enthalten, der Wort uns halten, mir halten. Und jeder einer, was hier ist, haben in Freiheit, in Gewinns Leben für die. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Die Verse, was wir wollen von dir lesen, sind in Efeesa Kapitel 1, 15 bis 23. Das sind die Verse, was wir von dir wollen durchgehen. Die sagen es dort. Von dann aus, ich von ihnen glauben in den Herrn Jesus hielt. Und von wo je alle Heilige Gott sind, wir ich nicht ab, für ihn zu danken, hier nicht ab, für ihn zu danken und für ihn zu beten. Dort der Gott von uns Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, ihn mocht den Geist von Weisheit und Ansicht schenken und am Beter kjanen zu lernen. Mocht ihn Ansicht geben im Hort, te vernemen wo groot die Hoffnung ist, die hij verdient heeft. En wo groot en herrlich dat aufgoed ist, dat alle Heilige in Christus gekregen haben. En dat je begreifen können, wat für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt. Die wir an ihm glauben. Dort ist dieselbe geestelijke Kraft, die
hij bewijs, wanneer hij den Heiland van dood opwekt. En bij zich ter rechterhand den höchsten Ehrensplaats in Himmel jeft. Hoog over alle macht in je waut en alle kracht in je herrschaften. Die door genannt worden kunnen in deze wereld oder in die door nog kämpft. Gott heeft den Herrn Jesus Christus alle onder de feit gelegd. En dort verstet over alle de gemeente gezet. Die gemeente is zijn Körper, in dem hij zelfs leeft. Doordat dat zij durch en van alles gekregen heeft. Dit zijn de versen waar we van deel doorgaan. En wanneer worden dit met no lezen in je Bibel, die worden zijn dit als een gebed. So Paulus, die heeft ons geleerd in de eerste poort van 1:14, wo Gott had bestemd heeft, dat we würden de Radung vingen. En hij heeft ons losgekauft door Jesus Christus. En dan wil we kunnen zijn, dan neemt hij zijn gedanken, die blijven niet bij dort, die gaan een klein beetje zes uur gaan, en dat is een gebed, en dat is zijn wens voor de kerk. So in de weg waar we kunnen zijn, van deel zijn aandacht als een gebed verjunt. Dat is mijn gebed verjunt. Dat is Gods zijn wens verjunt. So wat zegt Paulus in deze woord, in dit gebed, in deze versen? Uiteindelijk in 15:16 redt hij een klein beetje, wo hij God danken deed verernt. En ik wil ook zeggen, wanneer ik aan je denken dat ik bid voor je, ik ben dankbaar dat ik je kjanen doe. Paulus hier zegt het zelfs hier, hij is dankbaar dat hij deze kerk kjanen deed. En hij heeft niet opgegeven aan van hen te denken. Hij heeft niet opgegeven voor hen te danken. En hij is dankbaar voor hun geloven. Hij zegt, en van die geloven aan den Herrn Jezus geheerd. En wo je alle heilige Gott zijn. Dit is wat hij zijn deed in deze kerk en voor wat hij dankbaar was. En dan zegt hij wieder, hij zegt, en hij beet voor hen. Hij hield niet op voor hen te beten. En ik blijf hier keer wie een ding uitnemen. En dit is zeer klaar. We gaan ook niet en we zullen niet ophieren met beten voor zo'n wat Gott in ons leven heeft gebracht. Heb je vriend, heb je Schwester, heb je Kinder, heb je partners, wat je jeder dag voor Gott komen en beten voor dich. Dit is een voorbeeld wat Paulus ons gegeven heeft, waar we allemaal, wanneer we van mensen denken doen, waar we die Gedanken nicht laten wiedergehen, aber wir auch für entbeten dann. Und das wird nicht jedes Monat lange Gebet sein, weil wir sagen, die denken an jeden Partner, der Tag, oder jeden Wirt, oder jeden Kinder, bis ein Karte Gebet sein, wenn ihr entdenken dann. Das ist Paulus dann hier auch das. Der nächste Part von der Gebet, in 17:21, redet Paulus, wo hij in de verlangen heeft dat de kerk wat God beter leren kan, durch den Heiligen Geist zijn arbeid inent. Uiteindelijk zegt Paulus, hij wenscht dat zij worden een geest van wijsheid en inzicht schenken. Er God wordt den geest van wijsheid en inzicht schenken. So, hier wordt het woord waar juist gebruikt, en wanneer dat woord juist wordt gebruikt in de Bijbel, dan moeten we een klein beetje stilhouden en zijn, wat meint de schrijver met het woord juist? In de Bijbel wordt de juist in twee bijzondere wijzen gebruikt. Eerst wordt gebruikt voor een Heilige Geest. Dat is God zelfs, de derde persoon van de drie-eenheid. En de tweede part waar Jezus wordt gebruikt in de Bijbel is, waar we gezonden zijn in hart. Zum Beispiel, we hebben een Geest van vrede.
Wir haben ein Jes, was bedreckt ist. Dort ist, wer wir sind, wo wir uns feiern tun, wo wir angestellt sind, dort ist der Jes. Hier dort Jes, was hier wird gebraucht, ist der zweite Sort Jes. Dort ist, wo wir gesonnen sind. Wo wir angestellt sind. Er sagt, wir sollen so angestellt sein, voll von Weisheit und Ansicht sein. Aber diesen Geist, der kommt aber von dem Geist. Der Heilige Geist schafft in uns, dass wir die Weisheit kriegen, dass wir können verstehen, wie die Ansicht haben, zum verstehen, was Gott will uns klar merken. Das ist wichtig, dass wir diesen Geist in uns haben. Wenn wir bloß die Bibel lesen, dann und wir nicht dessen Einstellung haben in uns Hort, wir können viel von der Bibel weiten, wir können viel von der Bibel lernen, aber wenn wir nicht Weisheit haben, wenn wir nicht klar kriegen, was Gott meint und was Gott sagt, wir wollen dort niemals begreifen, was Gott für uns hat. Und hier sagt Paulus, wir sollen Weisheit haben und auch Ansicht. Ansicht ist, dass wir das mit besser verstehen. Und warum soll wir diesen Geist haben? Paulus merkt es sehr klar. So, dass wir Gott besser kennen. Es sind viele Menschen in der Welt, wo wir viel von ihm weiten. Wir weiten meist alle, wer uns Prime Minister ist, nicht so? Aber kennen wir uns Prime Minister? Ich würde sagen, nee, ich doch nicht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier kennt, Justin Trudeau sei Gott. Aber wir weiten vielleicht viel von ihm. Oder Donald Trump ist gerade so. Oder vielleicht gleich sei Hockey. Oder Football. Oder welche andere Dinge. Wir sind interessiert an welche Dinge und von welchen Menschen. Und wir lernen so viel, als wir können, von diesen Menschen, wer wir viel recken tun. Aber das darf sein, dass wir viel von den Menschen kennen, aber wir kennen den Menschen nicht. Und so sagt hier Paulus, das soll nicht mit uns sein. Wir können vielleicht viel von Gott weiten. Wir können weiten, was die Bibel sagt, aber die Frage ist, kennen wir Gott? Haben wir eine Gemeinschaft mit Gott? Weit wie wer er ist? Haben wir ihn belebt, persönlich engagiert so zu sein? Wie weiten wer er ist, wenn wir haben bejaht, wir haben Verhältnis mit Gott, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Dort ist wo wir sollen Weisheit haben, wir sollen Ansicht haben. 1. Korinther Kapitel 8, 3. Vers steht, aber wer Gott ist, dem kennt Gott. Die Bibel lehrt uns ganz anders als die Welt tut. Die Welt lehrt uns, wenn wir schaftig sein, dann sollen wir uns selbst besser lernen können. Wir sollen in der Wahrheit, die Welt würde uns lehren, wir sollen Ansicht kriegen von uns selbst, wer wir sind. Und wenn wir uns selbst kennen, dann wollen wir schaftig sein. Aber die Bibel lehrt uns ganz groß anders. Das sagt, wenn wir Gott wollen kennen, dann wollen wir schaftig sein. In 1. Korinther Kapitel 2, der 2. Vers sagt, heißt es das, killt mich manch jüngst durch Fair, dort ich es nicht weiß, aus Jesus Christus, den gekreuzigt wir. Er will keiner kennen, er will nicht kennen, büter Jesus Christus. Und das soll ein Ziel auch sein, dass wir nicht kennen, büter Jesus Christus. Dann redet Paulus, was von Ansicht wir sollen haben. Erstlich, er sagt, er wünscht, dass wir uns Hort wird offenbart worden. Er sagt, mocht er jünt in Ansicht geben im Hort.
So er sagt, wir sollen Gott lernen kennen, dann fangen erst dort derhen Gedanken, wir lernen, was Dinge lernen kennen, derhen Gedanken. Aber der zweite Punkt ist, er will haben, wir sollen eine Ansicht kriegen in ein Hort. So, was ist das Hort? Ich weiß, was von Ihnen hat einen Hortschlag gehabt, oder ihr habt in Surgery gehabt und ein Hort. Ist dort, was Paulus hier meint, wir sollen eine Ansicht haben in dort Hort. Dort Hort in der Bibel, dort wird gebraucht, um uns dort wiesen, dort als wer wir wörtlich sein. Dort ist, wo wir uns feiern dann. Dort wir sein, wir reden von Hort. Und was wir meinen von dort, ist nicht dort der viel Blutrüt kam, so zu sein. Wie meinen wir dort, wir reden von wer wir bärnerlich sind. Wo wir uns feiern dann, wir offenbaren, wer wir von Natur sind. Dort erst von Hort reden. Und der Kraft in der Weich, wir sollen eine Ansicht haben, nicht bis was hier boven angeht, aber wer wir bärnerlich sind. Wir sollen Gott verstehen. Wir sollen Gott kennen von Hort. Je wer befriedigt sein, die kennen der Unterschied zwischen Verhältnis mit dem Partner, was Gebüt ist und Bus und Gedanken, und ein Verhältnis, was Gebüt ist von Hort reden. Und wir können das nicht bitte verschmieren, dass wir können den Ohren anschmieren, mit was wir probieren zu tun. Wir können das feilen. Wenn das Verhältnis ist und Gemeinschaft von Hort, das ist meistens besser auf der Erde, als wenn wir Verhältnis mit uns Partner von Hort haben. Aber es sind Zeiten, wenn das Verhältnis kalt ist. Und da wird vielleicht gerade so viel verteilt, aber das ist eine kalte Gemeinschaft. Und das ist, wenn du bist, zwei Menschen sind, die von Gedanken reden dann. Paulus sagt hier, wir sollen von Hort Ansicht haben. Ich glaube, das ist dann sehr wichtig, dass wir nun abpassen, dass wir einen Weg at Hort haben. Wir uns nicht der Hort merken. Wenn wir Ansicht in Hort haben, dann wo wir können sein, wo groß die Hoffnung ist, die er für uns reithaft. Hoffnung ist nicht ein Ding, was wir in den Gedanken begreifen. Das ist nicht, dass wir würden ein Buch aufmerken und die wird alle auswendig lernen und das wird alle in Gedanken sein und dann werden wir uns vollfeilen von Hoffnung. Hoffnung, das ist in Ansicht in Hort. Wir fühlen Hoffnung in uns Hort. Und Gott ändert uns Hort, dass wir Hoffnung kriegen. Und er hat hier eine Wunsch, dass wir wollen in Ansicht kriegen, dort wörtlich begreifen, dass wir eine Hoffnung haben. Hast du diese Hoffnung? Und lebe jeder Tag mit einer Hoffnung. Nicht eine Hoffnung, wo wir wünschen, dass Wort vielleicht von uns fallen. Jedes Mal ist vielleicht in der Wunsch haben, ich wundere, wo von der Wort fallen. Ich hoffe, dass Wort von uns fallen. Das ist nicht die Hoffnung, was Paulus hier brücken wird. Er sagt, eine Hoffnung, das ist eine Verlangen für dort, was nach Wort kommen. Dort, was Gott hat versprochen. Und wir sollen eine Ansicht haben in dieser Hoffnung. Diese Hoffnung soll uns anspornen. Das soll ein Drive sein in uns Hort. Und was ist diese Hoffnung? Wo ist unsere Hoffnung und Gebet? Dort als Christus besser lernen kann. Christus ist den Grund, wo niemals zwei Wort gehen. Was sicher steht. Und Jesus Christus wird uns niemals verloren. Und an Jesus Christus bühren wir uns Hoffnung. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott, Jesus Christus und Heiligen Geist kennen von Hort.
Wenn wir bloß Gott und Jesus in uns Gedanken lernen kann, dann wollen wir nicht die Hoffnung kriegen, wenn die Hoffnung sagt in Hort. Wir müssen dort, was wir kann von Gott, von hier nehmen und hier nähen lassen kommen. Dort die Hoffnung, was haft, was dort driven kann. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Ich glaube, Hoffnung ist dort, was uns in Gehen bleibt, hält. Wenn wir Hoffnung haben, dann können wir wieder. Wenn es keine Hoffnung ist, dann sagen wir uns doll und geben ab. Unsere Hoffnung kommt nicht von unserer eigenen Kraft, aber von Jesus Christus. Gott hat uns gekriegt, nur diese Hoffnung. Er hat das reingemerkt für uns, sagt er in dieser Forschung. Wie sind nur diese Hoffnung gekriegt? Und kann wir diese Hoffnung? Das nächste Ding, was Paulus will haben, wir sollen begreifen, ist, wie deep, wie groß die Kraft ist, was Gott uns gegeben hat. In der 19. Vers sagt er es das. Und dort die begreifen kann, was eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an ihm glauben. Das griechische Wort, was hier wird gebraucht, ist Dynamis. Oder Dynamis. Hier ist nur bekannt wird, das stammt als nur gleich verbunden mit das Wort Dynamite. Und wenn die Wort Dynamite dort für die erste Mal merken, das bloße Graut ab, da wir sind Graut das Baum, dort kann den Klimbet Greek und sagt, was von Wort wird das kann offenbaren, wo wichtig und wo groß diese Kraft ist. Und er hat doch an das wird, was hier Kraft wird sagt, und er nimmt das Wort Dynamite für dort, was er mögt. Weißt du, Gott seine Kraft in uns ist ein bisschen Dynamite. Dort ist eine Kraft, was viel größer ist, was wir mit weiten Worten tun. Dort ist ein bisschen, wenn wir Dinge würden proben, einen großen Ball zu nehmen. Dort ist eine große Kraft, was wir niemals kann begreifen. Aber er sagt, wir sollen dort begreifen, wie groß das wirklich ist. Und wenn wir können die Kraft vielleicht nicht alle in der tiefsten Weise verstehen, was das alle anhält, wir sollen weiten, dass die Kraft in uns ist. Wir können vielleicht nicht alle verstehen, wer Gott ist, aber wir können verstehen, dass Gott in uns ist und dieselbe Kraft, was Gott ist auch in uns. Und wenn dort nicht eine Ursache ist, zum Abstehen und Gott anbeten, und Halleluja zu sein, und am Loben und am Danken, dann weiß ich nicht, was ist. Und diese Kraft, was Gott in uns sagt, ist dieselbe Kraft, sagt Paulus, was Gott brücken deit, um Jesus Christus abstoßen von dort. Paar sind da träge, vielleicht einen Monat träge, dann sagen wir aus dem Tiet, der große Kraft, was Jesus Christus von dort abstoßen mögt. Und das sagt, wenn Jesus Christus von dort abstürzt, wie eine Erdbebung. Dat wie eine Erdbebung, dat schadet das Reich. Und mit der großen Kraft, was raufkommt, da wie eine große Fährt, was über die Soldaten kommen. Da wie eine große Kraft. Und dann sagt Paulus, derselbe Kraft, was Jesus Christus von dort abstoßen hat, der ist in uns. Wenn der Kreuz im Beweis ist für Gott seine große Liebe für uns, Jesus Christus sein Abstoßen von dort ist der große Beweis für seine Kraft in uns. Wenn wir können begreifen, wie groß Gott seine Liebe für uns ist, wenn Jesus Christus auf dem Kreuz hängen hat. Und wir können das wirklich annehmen, wir können dort annehmen, dass Gott uns gut ist. Und Gott will in Gemeinschaft mit uns. Können wir in Kraft seiner großen Wahrheit dort annehmen, dort begreifen, dass Gott will sein Leben durch uns leben. In seine Kraft. Und das ist, wenn das in seine Kraft ist,
dass wir dürfen in der Weg uns nicht so feilen, wie sind das nicht wird. Dass wir nicht die Gaben haben, dass wir nicht die Kraft haben, dass wir nicht, dass alle weiten Welt haben die Dinge tun. Dass als Gott wird sein Leben durch uns will leben, wo die Kraft kommt. Das ist auch dieselbe Kraft, was Jesus Christus hat in Zet gegeben, ab Gott seine rechte Hand. Die Bibel lehrt uns in Hebräer Kapitel 1, der 3. Vers, dass die sehen, die Zet, wie Gott seine rechte Hand. Und die rechte Hand, da wird ein paar Mal in der Bibel gebracht, und das ist ein Beweis von, dass das bewiesen wer geirrt ist, und wir würden gerne sagen, ne müsstet geirrt ist. So, wenn Jesus Christus auf Gott seine rechte Hand setzen wird, was er sagt von Jesus, als dort er als der, was er müsstet ihr treffen wird. Wir brauchen vielleicht in Englisch, wie du das selber. Wir sagen, he is my right hand man. Und was wir dort meinen dann, ist, dass die wird uns, was wir müssten vertrauen anhaben, die wird, wir würden gerne sagen, als uns enger wird, die wird wir in der volle Vertrauen haben, in dort, die wollen können dort tun, was wir entfremden. Und Jesus Christus hat sich die Zet genommen und Gott seine rechte Hand. Und das ist ein Beweis für uns, und Paulus lehrt hier uns, dass Gott hat alles unter Jesus Christus seine Feit gesagt. Kolosser Kapitel 2, der 15. Vers sagt es steht. Er hat die Gewalten und die ersten Herrschaften der Kraft wahrgenommen. Er mögt an und abseinen für alle Menschen und lädt und wach aus festgenommen. Du hast kein Jeft. Du hast keine Gewalt und diese Eid wird nicht unter Gott und Jesus Christus seine Kontrolle ist. Und als diese selbe Kraft, wo das alle unter Kontrolle hält, was in uns lebt. Das ist nicht eine Kraft, was ein bisschen eine Power ist. Dass diese Kraft kämpft durch eine Person. Die Bibel lehrt uns, wann wir uns bekehren dann. Wann wir uns hingeben nur Jesus Christus. Und dort wir wahre geboren wurden. Wir hatten eine wahre Geburt. Und was die wahre Geburt ist Gott nimmt dort, was alt, wir würden gerne sagen, alt und verbrucht und tot ist. Er nimmt dort raus. Und er sagt in uns einen frischen Mensch, einen frischen Geist. Und er fällt uns mit seinem hellen Geist, dass wir die Kraft haben, zum Arm nachfolgen in unserer Rettung. Dort ist die Kraft in uns. Dort ist nicht unsere eine Kraft. Dort ist nicht, dass wir nie besondere Menschen sind. Dort ist, dass Gott seine Kraft durch uns wirken will. So, wo können wir dann Gott seine Kraft lassen, durch uns schaffen? Ich glaube, das erste Ding ist, wir müssen dort wirklich sein, dass wir in uns selbst sind nicht. Das meine ich, dass wir müssen uns selbst durchschlagen und sagen, mit mir ist nicht. Das ist nicht, was ich meine. Aber wir müssen dort verstehen und wir müssen dort begreifen, dass wir fehlen Gott seine Hilfe. Wir können das nicht allein tun. Das ist ein Wandel, was wir in Jesus Christus haben. Können wir nicht allein tun. Uns fehlt Gott seine Kraft. Das zweite ist, wir müssen Gemeinschaft haben mit Gott. In Johannes Kapitel 15 redet Jesus Christus in Bett, wo er braucht das Vorbild von einer Weindrübenplant. Er sagt, wenn wir wollen diese Kraft haben, dann müssen wir Port von dieser Plant sein. Wir müssen in Gemeinschaft haben mit Gott. Du wurde eine Geschichte vertalt von einer Schule in Texas. Und das war vielleicht bei 100 Jahren zurück, was das passiert. Und das ist eine Geschichte von einer Schule, die ein großes Vieh hat.
En in dit 4 kwamen door 250 Kinder te dood. Dat was een zeer bijzondere, schwere tijd voor deze stad in Texas. En dat was de meeste dezelfde tijd voor de Tweede Weltkrieg weer. En na de Krieg, dan deden ze een frasche Schulbühnen. En met deze Schulbühnen willen ze zich ganz sicher, dit wollen ze niemals waar zijn, dat er wordt zo'n vier zijn. En zo wat ze deden, is ze stelden een sprinklersystem op in deze Schul. Dat wanneer een vier wordt zijn, er wordt 4 water zijn, dat wordt er 4 uitmerken. En zij pochen zich, deden zich enorm groot met dit grote sprinklersystem. En maar de tijd, er werd geen vier in de Schul. Maar dan deden ze aanburen aan deze Schul. En wanneer zij wilden een sprinklersystem in de tweede poort aanmerken, dan zagen ze, dat ze hadden dat sprinklersystem in de eerste poort alle van opgesteld, aber er wie ein Port, was sie hadden vergeten. Sie hadden vergeten, dat het water moest aan zijn, dat het sprinklersystem schaffen wird. Denkt een beetje klein beetje hinger. Dat sprinklersystem wird de allerreit. Dan er viel uitmerken. Aber wenn dat water nicht du wie, dann helpt dat nicht. Weil je krijgt zo erst in ons leven. Wir können das alle recht haben. Wir können das alle so fern anrichten, dass wir können für Gott leben und wir tun so gut as wir können. Aber wenn wir nicht das Kraft angemerkt haben, wenn wir das nicht angedreht haben, dass Gott kann durch uns schaffen, dann hilft uns das alle nicht. Wir müssen eine Gemeinschaft haben mit Gott. Ohne eine Gemeinschaft mit Gott kann diese Kraft nicht durch uns stehlen, durch uns fallen und durch uns schaffen. En de laatste weg, wo wir können in dieser Kraft leben, als wir müssen sein und wir müssen uns unger Gott in die Welt setzen. Wir sind nicht in Kontrolle, was Gott in uns tut. Aber wir merken uns ob, zum sein, was Gott in uns wird schaffen. Gott ist gut. Gott weet allemaal bastet. Gott weet wat ons fehlt. En wenn wir uns opmerken doen, dat Gott durch uns schaffen kann, Gott kann in uns schaffen, jo dat erst noch mal te ängsten. Was wird Gott tun? Was wird Gott wollen in mir tun? Wat dat gleichen, wat Gott wird tun? Aber Gott weet allemaal bastet. En wir können am vertrauen, dat hij wird dat tun, wat bastet ist für uns. Die Bibel sagt hier in der 22. und 23. Vers, dass Gott hat alles unter Jesus Christus in der Feit gesagt. Diese selbe Kraft, was in uns ist, hat der ewige Wens, der hat die ewige Hand über alle Orte gewollt. Gott hat uns gewens jeft, über alles, durch seine Kraft. Nicht durch unsere Kraft, aber durch Gott seine Kraft. Ich will von dir schließen mit ans Hauptdenken von 2. König, Kapitel 6. Und ich will nicht die Versen von dir lesen. Aber in dieser Versen, hier ist, ich glaube, es ist Elisha. Er ist hier und er sieht, wo eine große Armee Roma ankämpft. Und sein Knecht ist mit am Markt. Und Elisha kann klar sein, was Gott schafft. Gott merkt am die Ion op, dass er kann sein, wo Gott seine Armee, Gott seine Engel Roma am sind. Aber sein Knecht kann der Engel nicht sein. Der Knecht kann nicht sein, was Gott schaffen wird. Und er hat Furcht, er hat Angst. Aber Elisha hat nicht Angst. Denn er kann das sein, was Gott tut. Und Elisha betet, dass Gott wird sein Knecht die Unruhe merken, dass er kann das sein, was er auch sein wird.
En maar dort merkt Gott seine Ohren op, der knagt seine Ohren. En hij kan dat zijn, en maar dort jet al dat angst, al dat furcht wacht. Ik geloof dat als het zelfs is voor ons. Want wie dat was moet zijn, de kracht wat in ons is, de furcht, de angst wat in ons is, de twijfel wat in ons is, die wordt ook vergonnen. En dat is Paulus in je bed, in deze versen. Dat wie dat wirklich worden kan zijn, begrijpen en aanzicht hebben, wo groot en wo veel macht de kracht in ons heeft. We sluiten met je bed. Gott in Himmel, wir sind dankbar für diese Zeit. Worin wir leben dann? Das ist die Zeit non Kreuz, non Gott sein, dort Gott Jesus Christus schenken deiden. Und wir beten von dir, oh Gott, dort wir wollen dort wirklich, so dass diese hier beten, diese Forschung sind, dort kann begreifen, wo groß die Kraft in uns ist. Und ich bete, dass ich will ein Anfang sein, dort wenn du sind, von der Sinne, was sich feilen, dort sie allein sind. Dort mit Ernst nicht anhält. Dort sei nicht Hoffnung haben. Ich bete Gott, dass diese Botschaft, diese Andacht, wird ansporen, damit Frieden leben. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.